Ah, nicht daran! Lauf, Junge! I heard Calaglia's climate became milder after the worlds merged, but this is... It has only become milder in comparison to before. If it were to change too fast, neither the people nor plant life would be able to keep up. That's not quite what I meant. I hope one day the people in this realm have enough water to go swimming whenever they want. Okay, ich wollte nicht weiter, weil nicht, dass ich wieder in so ein Viech reinreite und die Unterhaltung unterbrochen wird. Aber wieso steht hier auch ein Raumschiff? Überall die Dinger. Oh, natürlich. Also wirklich. Feinkörniger Ton. Feinkörniger Ton, mein Lieber. So, dann noch einmal kurz beim Raumschiff. Die Musik. Is that the Zugo we're looking for? Weiß ich nicht. Ih, die sehen ja aus wie Skorpione. If you know what's good for you. Ja, gut, dann machen wir die anderen auch noch. Karpfen! That food there looks pretty tasty. Yep, we can fix that new recipe. Huch. Everything we need is here. Hopefully this will help the reconstruction start again. You're lost in your thoughts again. That was probably the blazing sword they needed, not me. People who know you see you. We all have a hard time with the discrepancy between our true self and the impression others have of us. But I doubt such knowledge will help you feel any better right now. Hey, why don't we go back to Ulzebek? There's no point in staying here anyway. Right. Let's go. What's this thing? Oh Junge, was hast du denn dabei Geld, Alter? Is that the Zoogle we were told to dispatch? Ja. This ends now! Consider yourself finished! Ja. So, Können. Dann haben wir da noch einen und dann haben wir die auch alle. All we have to do is get rid of that thing, right? Ja, aber erstmal die Kartoffeln da hinten noch einmal holen. Kartoffeln. Nein, geh weg! Geh weg! Das war doch nur die Mücken! Oh, das ist der dicke Tochter! Commander of Heaven! And that takes care of the Zoogles. Wait, what's this? There's more than just clothing here. The leftovers of some kind of meal. What's it doing in a place like this? For now, let's report back to Ulzebek. Oh. Dann gehen wir einmal zurück nach Ulzebek. Kartoffeln. Gruselig. Einmal Weizen, danke. We might not be as bad as Alphen, but I feel like we're taking on too many requests. We're helping people with their problems. There's nothing wrong with that. I guess. Ja, wir hängen uns jeden Scheiß an den Hals, Alter. Das ist irgendwie unser Motto. Naja. Oh, Back, are ya? How did Ja. it go? Scheiße. Not bad. That should be all taken care of. Oh, wow, that's great! I knew I could count on the blazing sword. Thank you, I really appreciate it. The blazing sword until the bitter end, huh? I wonder what he would have done if I'd turned him down. Well, I guess. He probably would have been disappointed that you couldn't help him. But I can't help everyone. It's like I'm doomed to fail them. Sometimes I think Volron was right. This is my only choice. Drop everything every time someone needs help? Is that even me anymore?
I talk to Nazamil like I'm some sort of role model. But look at me. What future? Alphen, I knew it would be like this if I came to the city. Why did I agree to come? Alphen, why did you save me? Was it just because you were a hero? No, of course not. That's not it. I just... You chose to fight because you had a reason, right? Regardless of what that reason may have been. Don't forget that you have friends. That there are people who can help guide you. That's part of the reason why I wanted you to come here with me. It's because I wanted to help remind you of that fact. From what I remember, there should be someone in this city who can help you in ways that the rest of us can't. The Crimson Crows? No, not them. Doc. Right. Doc. Oh yeah, Doc's living in Olzebek now. Ach, ich liebe diese Cutscenes. Und manchmal sieht es immer so aus bei Chions Dekolleté. Wenn ihr Schatten vom Kopf da drauf fällt, sieht es immer aus wie Sonnenbrand. Ich starre dann immer drauf und denke mir, hier aus der Sonne, Mädchen. Wo hast du Kohl gelassen? Wo ist Kohl? You're looking good, Doc. You aren't looking too good yourself, though. I've been wondering when you'd show up. So, what is it? I don't know what you're struggling with, but just spit it out. That's the reason you've come here, isn't it? I can't keep any secrets from you, can I? So, the truth is... I see. So everyone comes to you asking for your help. I don't mind being relied on. I mean, I'm happy to help. It's just that... They take it for granted because you're a hero. That must be tough. I don't blame you. I just don't understand. Renans hate me without question, while Dahnans call me a hero. Who in the world am I? We spend such a long time as slaves. In some ways, I suppose we're still trying to get free. Listen, Alphen. How many hands do you have? Hands? Well, I have 2. And how many things can you hold at once with those 2 hands? You think the blazing sword can hold hundreds or thousands of things at once just because he's a hero? Nonsense. Well... All they see is the legend. They can't tell the difference between Alphen the person and Alphen the blazing sword. That's your real problem, isn't it? So you need to tell them. Remind them that you only have 2 hands. Are you saying I should abandon people even when they're asking for my help? Not at all. You want to help everyone. That's a great mindset, and there's nothing wrong with it. However, in order for you to meet everyone's needs, you would have to grow 1,000 hands. No, even 1,000 wouldn't be enough. You'd still miss something, and the people would still complain. All you can do is choose what's important to you. What will you do with just those 2 hands of yours? You are the one who decides, Alphen. Not the people, not the blazing sword, but you. I decide. I decide for myself. I do. Oh, willst du gar nicht nachfragen? Wenn, dann solltest du es von dir aus eine Antwort geben. Es sieht aus, als wäre dir etwas klar geworden. Ja. Aber so ganz habe ich es für mich selbst immer noch nicht raus.
Dann lass uns erstmal hier rasten. Du kannst in der Nacht darüber schlafen. Wir haben es nicht eilig. Alphen, so ganz richtig ist das auch nicht. Wir als Spieler entscheiden, was du machst, ne? Nein. Most schools being used as housing for Renans, so we can't go in. The Renans there must be living pretty rough. They say it's temporary until they can relocate to Pellegian, at the very least. I hear it's been improved quite a bit since Doc and I lived there. Aha. Ach so, wir mussten ja sowieso mit den Typen reden. Wir haben die Zeugel an den Fangan-Ruinen beseitigt. Hä, wirklich? Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt kann ich unbesorgt rennische Kleidung sammeln. Also, darf ich da was fragen? Was denn? Ich habe darüber nachgedacht, was du damit meintest, dass du es nicht mehr ablegen kannst. Hast du zufällig davon geredet, dass du Essen vor den Ruinen ablegst? Was? Woher weißt du was? Vor den Ruinen lagen Essensreste, die Zeugel hinterlassen haben. Aber es war kein Futter, sondern Menschenessen. Außerdem muss es ja einen Grund haben, warum die Zeugel sich darum treiben, oder? Es ergibt sogar Sinn. Wie ungewöhnlich scharfsinnig von dir, Lore. Bruh. Hey, von wegen ungewöhnlich. Aber du hast recht. Ich habe Essen dorthin gebracht. Für die Räder, die mit den niedrigen Ebenen leben. Niedrige Ebenen? Was meinst du? Vor einer Weile haben einige Räner aus Wissen nach den Einwohnern der Ruinen gesehen. Sie haben berichtet, dass die Räner in den Ruinen eine soziale Hierarchie haben, die bestimmt, wer wo leben darf. Die Räner von höchsten Rang leben in den oberen Bereichen mit wenig Schäden. Die Unterklasse muss in zerstörten Bereichen darunter hausen. Wer Macht hat, kontrolliert die Machtlosen. Selbst nach den dänischen Befreiungen haben die Räner das System unter sich neu aufgebaut. Ja, ich hatte keine Ahnung und war überrascht. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Also habe ich ab und zu Essen dagelassen, gewissermaßen im Tausch für die Kleidung. Langsam dämmert es mir. Hey, ziemlich seltsam, oder? Dass mir die Leute leid tun, die uns so viel Leid angetan haben. Ist das nicht seltsam? Nee, ist es nicht. Das ist nicht seltsam. Ich finde, wir brauchen mehr Leute wie dich in Calaglia. Leute, die jemanden die Hand reichen, der in Schwierigkeiten steckt, ganz egal, ob es ein Däne oder Rainer ist. Ich hoffe, mehr Leute halten sich daran. Vielen Dank auch. Du hast diesmal wirklich sehr geholfen, Lore. Dieses Mal, weißt du nicht, wie immer. Quest! Abgeschlossen. Weiß. The walls have been torn down and the worlds have become one, but people still divide themselves. Some do, but not everyone. Take that tailor, for instance. You're right. As long as there are those who try to join hands together, we can move forward. Even if only one step at a time. Ja. Boah, das wahrhaftige Flammschwert, du bist toll! Ja, ich weiß. Ich weiß. Gute alte Zeit hier. Da war... Jo. Wir gehen mal schlafen sofort. Oh, das Flammschwert und sein Gefolge. Ihr seid doch nicht auf der Durchreise oder hier, ohne hier zu übernachten, oder? Ja. Wir rasten. Guten Morgen. Wir standen hier den ganzen Abend vor der Theke. Und? Siehst du nun etwas klarer? Ja, ich glaube schon. Ich will mit allen reden. Mit allen? Nicht nur mit mir? Mit den Karmesinkrähen und den Leuten, die hier leben. Ich will, dass sie es auch hören. Oder besser gesagt, ich will es hauptsächlich ihnen sagen. Mit meinen eigenen Worten. Wenn das deine Antwort ist, dann bleibt mir nichts zu sagen. Lass uns Nath bitten, alle zu versammeln. Ich drücke dir die Daumen, Alphen. No. What's going on? I don't know, but it's gotta be something big. That's the blazing sword, you know. Everyone, listen.
I once fought with my friends against the Renan lords. I did so because I thought it was the way to save everyone. I always thought that I had an obligation to fight, to help those unable to fend for themselves. But I realized I was wrong. I can certainly fight to some extent, but I'm still just a human. I'm not a god or a hero. What are you saying? No way! You mean you're not going to help us anymore? That's not what I'm saying. I want to do all I can. But not because I'm some hero. Not because anyone told me to. I want to do it because I choose to. Even so, there's a limit to what I can do. And that's why... You're saying you'll be a hero, who helps when you're truly needed. Nath. When Zephyr died, we foisted that responsibility entirely on you, rather than sharing the burden. Eventually, you'll be gone, just like Zephyr. Everyone dies in the end, whether they are a hero or not. We need to learn to fend for ourselves, and not rely entirely on you, or on any individual for that matter. Am I right? Right, exactly. I believe that is the path to real, lasting freedom. For all of us. But each and every one of you will need to work together. I'm asking for your help. You heard him. The time for depending completely on others is over. From here on out, we have to find ways to do whatever we can on our own. As long as we work together, I'm sure we'll be fine. Go ahead and leave the rest to us. You focus on yourself. I'm sorry for burdening you with so much up until now. Thanks. Feeling better? Yeah, I guess in the end, it seems I was bound by the word hero myself. You freaked me out when you suddenly decided to talk to everyone on your own like that. Those who depend entirely on others cannot truly call themselves free. A good lesson that we all should keep in mind. The people here will eventually understand. I really believe that. If everyone can learn to truly think and decide for themselves, I think they'll start seeing a lot of things differently. And hopefully, one day, they'll realize that the differences between Dahnäerins and Renans don't matter at all. So then, now that you've decided to follow your heart, what do you want to do next, Alphen? I want to find Nazamil. I'm not sure what she's going through, but I can't help but feel like she needs us. But first, I want to go to Niez. Yes. I want to speak to the people in different cities like I did in Ulzebek. I'll start with Niez. I'll start sowing the seeds in every town, so that maybe, one day... That's quite an undertaking. Difficult for a hero, let alone one man. Well, I guess we'll just have to lend him a hand then, won't we? Niez it is then. Unlike Ulzebek, both Dahnäerins and Renans live in Niez. How do you plan to start? Good question. Do you think we should talk to people separately or together? Separately would raise questions. I believe at the same time is better. Und wieder zurück. Die Karmesinkröten können auch nur so viel tun. Wir brauchen eure tatkräftige Mithilfe, damit der Wiederaufbau vorankommt. Ich verstehe, was du meinst, aber wir waren einfach Sklaven. Was erwartest du, was wir tun können? Um die Zögel könnten wir uns kümmern, aber ihr seid doch gut in der Feldarbeit, oder? Wir sollten alle mithelfen, so gut wir können. Umso schneller und reibungsloser klappt der Wiederaufbau. Das stimmt. Oh!
Kohl! Oh! Yay! Yay! Kalagli ho! Kommt nur rein! Ach, du bist es, Alphen! Mensch, dich habe ich ja gar nicht erkannt. Hey, du siehst gut aus, Kohl. Hilfst du heute im Laden aus? Ja, so sieht's aus. Ladies Donuts sind so beliebt. Die Leute rennen uns die Bude ein. Naja, ihr seid auch hier, um welche zu kaufen? Yes. Selbstverständlich. Ich nehme alle. Sie zögert keine Sekunde, aber du siehst ja so aus, als wäre Gladys Donuts eine örtliche Delikatesse geworden. Oh, sie verkaufen sich wie warme Semmel, dank eures neuen Rezepts. Cotteno schaut auch ab und an rein. Irgendwas von sicher gehen, dass wir das Rezept aufs Milligramm genau befolgen oder so. Der ist schon seltsam. Tja, so sind Spitzengourmets eben. Er will persönlich sicherstellen, dass seine Aromen reproduziert werden. Aber dann verschwindet er von jetzt auf gleich wieder. Die Gastronomie, sie ruft nach mir, sagt er nur. Verwirrter alter Mann. Aber ihm verdanken wir, dass sie mehr Leute jetzt Donuts machen können. Nice. Wie wunderbar, das bedeutet, ein schmackhafter Donut ist in jeder Ecke zu finden. Oh mein Gott, das ist richtig Porno. Wobei ich ein gewisses Problem habe. Ihr wisst, wir haben eine Karawane organisiert, um Ladies Donuts außerhalb von Kalaglia zu verkaufen. Wir haben auch schon in ganz Kalaglia angefangen, Weizen anzubauen. Klingt wenig nach einem Problem oder so. Als würde es super laufen, eher. Das würde es auch, wenn unsere Karawane nicht im Ödland da von Zeugeln angegriffen worden wäre. Naja, sie sind alle tot. Der Wagen ließ beim Angriff einige Donuts finden. Nein, auf die sich die Zeugel gleich gestürzt haben. Nur so konnte die Karawane entkommen. Oh, verstehe. Schade um die schönen Donuts. Aber wenigstens kamen sie halt zurück. Wer? Die Donuts anscheinend nicht. Tja, seither wirft die Karawane immer Donuts ab, wenn es aussieht, als würde ein Zeugelangriff bevorstehen. Jetzt haben die Zeugen Geschmack an den Donuts gefunden und greifen die Karawane gezielt an, um an die Donuts zu kommen. Wäre doch Menschenfleisch besser. Das ist schlecht für die Karawane und schlecht fürs Geschäft. Die Zögler haben schon mehr als 100 Donuts verspeist. So wie Shion ab gestern Abend. That can't be. Wie entsetzlich. Dann sind ja... Das sind ja Leckereien für 3 Tage. What? Nur 3? Alphen. Alphen, das ist ein ernstes Problem. Wir müssen was unternehmen. Right. Natürlich. Ja, wir kümmern uns um die Zeuge. Oh, danke, Alphen. Aber nehmt euch in Acht. Mit den Zeugeln ist echt nicht zu spaßen. Quest! Ja! Der süße Kohl! Ah. Sacrificing donuts. Unforgivable. What's up with Shion? Hell hath no fury like a hungry Shion. Ja, es geht Your um Don. travels began here, Ja. did they not? Yes, Oh. this is where Shion and I met. Everything started with that moment. Who knows where we'd all be right now if you two hadn't run into each other? If I hadn't met Alphen or the rest of you... No, I don't even want to imagine what that'd be like. Life is full of surprises, both good and bad. That's right. When things get tough, we just have to stick together and trust that there's a light at the end of the tunnel. Ma, wie der Schicksal manchmal so spielt. Oder das Leben, ne? Na, Kohl. Hä? Na, Alphen, wie sieht's aus mit dem Zeugel? Wir sind gerade auf dem Weg, um die Bestien zu erledigen. Wir sagen dir Bescheid, wenn wir fertig sind. Ah, verstehe. Wenn ihr fertig seid, wartet ein paar frisch gebackene Donuts auf euch. Also schmeckt euren verdammten Arsch! Oh, ihr seid gut gelaunt. Ne, ganz anders als bei eurer Ankunft. Viel Glück, ne? See ya! Ach, schön. Oi. Shion? Was ist das? Ist da ein Treffpunkt mit Shion? Hä? Entschuldigung. Inzwischen haben einige Bürger ihre Hilfe angeboten. Dank euch holen wir mit den Hauserboy endlich etwas nach. Deine Ansprache war I toll. sense a poor soul who is in dire need. Sounds like our cue to step in and help. Da oben. War hier nicht irgendwo eine Leiter? Da. Wieso ist da Shion drüber?
in Shion verliebt. Oh. Mit dem Kerl reden wir im nächsten Part, Leute. Danke fürs Zusehen. Ciao!